Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Auf mehrfachen Zuschauerwunsch zeige ich euch heute eine ausführliche Anleitung zu meinem Kirschmandkuchen. Den Kuchen backe ich heute in einer 26 cm Springform. Für einen Blechkuchen könnt ihr die Mengenangaben aber auch ganz einfach verdoppeln. Der Tortenboden besteht hauptsächlich aus Haselnüssen, der Kuchen enthält also kein Mehl und ist glutenfrei. Wer keine Haselnüsse mag oder verträgt, kann stattdessen Mandeln oder aber auch den Biskuitboden von meinem Erdbeerkuchen verwenden. Als erstes bereite ich den Nussbiskuit zu. Um den Teig nach der Zubereitung sofort backen zu können, lege ich schon mal den Boden meiner Springform mit Backpapier aus und heize den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Nussbiskuit nehme ich hier 200 Gramm ganze Haselnüsse. Wer möchte, kann natürlich auch schon fertig gemahlene Nüsse nehmen. Zu den Haselnüssen gebe ich 3 Esslöffel Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker und einen Teelöffel Backpulver und hacke die Zutaten, bis die Haselnüsse gemahlen sind. Wenn ihr fertig gemahlene Nüsse verwendet, reicht es völlig aus, wenn ihr die Zutaten einfach alle zusammen in eine Schüssel gebt und gründlich verrührt. Da ich zum Hacken der Haselnüsse den Multizerkleinerer brauchte, wollte ich mir die Arbeit erleichtern und habe auch die restlichen Zutaten mit dem Zerkleinerer gemischt. Allerdings finde ich im Nachhinein, dass der Tortenboden viel besser aufgeht und auch lockerer wird, wenn man die Zutaten einfach nur mit dem Schneebesen oder dem Handrührgerät vermischt. Als nächstes gebe ich einen Esslöffel geschmolzene Butter und 3 Eier hinzu und mische die Zutaten nochmal kurz durch. Den Biskuitteig gebe ich jetzt in die vorbereitete Springform und streiche die Oberfläche glatt. Bei mir wird dieser Tortenboden an den Rändern oft dünner. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich ihn gleichmäßig dick bekommen kann, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Den Tortenboden backe ich nun ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis er etwas Farbe bekommen hat, und lasse ihn anschließend in der Backform abkühlen. Nachdem der Biskuit abgekühlt ist, trenne ich den Rand von der Springform und lege den Tortenboden schon mal auf eine Platte. Um den Biskuit lege ich dann einen Backrahmen und auf die Innenseite des Backrahmens kommt noch eine Tortenfolie. Da ich von euch oft Anfragen zu der Tortenfolie bekomme, schreibe ich euch den Link unten noch in die Videobeschreibung. Jetzt ziehe ich den Backrahmen so weit fest, dass er dicht am Biskuit anliegt und die Folie nicht gewellt ist. Der Tortenboden ist jetzt fertig und als nächstes bereite ich eine einfache Schmandcreme zu. Falls ihr an eurem Wohnort keinen Schmand finden könnt, könnt ihr stattdessen Creme fraiche oder aber auch eine Mischung aus Schlagsahne mit Frischkäse, Mascarpone, Quark oder Ricotta verwenden. Für die Creme mische ich 600 Gramm Schmand mit 3 Päckchen Vanillinzucker und 3 Päckchen Sahne steif.
Ich habe das wieder im Multizerkleinerer gemacht, ihr könnt das aber auch einfach mit einem Schneebesen oder einem Handrührgerät machen. Die Schmandcreme verstreiche ich nun auf dem Nussbiskuit und stelle den Kuchen zum Festwerden in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit bereite ich den Belag vor. Für den Belag nehme ich 2 Gläser Sauerkirschen und fülle sie in eine große Pfanne. Je nach Geschmack könnt ihr die Kirschen noch etwas nachsüßen. Zum Andicken der Kirschen nehme ich 2 Päckchen Tortenguss. Das ist übrigens keine Gelatine, sondern ein Geliermittel auf Stärkebasis. Alternativ könnt ihr zum Beispiel Agatine oder auch Götterspeise verwenden. Und hier habe ich noch eine Kardamonkapsel, die ich mit dem Messer fein gehackt habe. Ich finde, das passt geschmacklich sehr gut zu den Kirschen. Jetzt rühre ich die Kirschen mit einem Teigspatel vorsichtig um, bis der Tortenguss aufgelöst ist und koche die Kirschen unter Rühren auf, bis der Guss klar wird und anfängt zu gelieren. Am besten klappt das in einer großen Pfanne, weil die Kirschen so nicht zerquetscht werden und der Guss dadurch klar bleibt. Die angedickten Sauerkirschen verteile ich, solange der Guss noch flüssig ist, zügig mit einer Kelle auf der Schmandcreme und gieße zum Schluss den restlichen Guss darüber. Jetzt lasse ich den Tortenguss erst einmal bei Zimmertemperatur vollständig abkühlen und stelle ihn dann anschließend 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, damit der Guss richtig schön fest wird und der Kuchen beim Anschneiden nicht auseinanderfällt. Da ich hier schon mehrfach gefragt wurde, wann der Kuchen denn endlich fertig ist und ich euch noch den Anschnitt zeigen möchte, habe ich den Kuchen nur kurz gekühlt. Wenn man länger wartet, wird der Guss natürlich noch fester und lässt sich auch einfacher schneiden. Schmecken tut der Kuchen wirklich ganz vorzüglich. Er ist nicht sehr süß und gut gekühlt ist er vor allem im Sommer sehr erfrischend. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!